Eine Brücke über einen namenlosen Fluss. Oh, der aber sehr breit ist, kann man auch. Da steht schon wieder Split dran, aber ich sehe noch keinen. Deux Cocktailmesse. Guten Morgen, Menschen. Guten Morgen. Wir sind gestern von unserem schönen Chambre d'Hôte in Malvalette losgedüst. Herrliches Wetter. Die ersten Kurven waren schon mal gleich zum Einstimmen. Sanitieren war der erste Die Stopp. erste Pause, da war ein Markt. Sind dann weitergefahren. Einen tollen Blick von oben gekommen, vom Berg, und haben über Lyon runtergeguckt. An der Rhone entlang, die Häuser, wow. Sind wir ein bisschen durch die Altstadt gefahren und dann weiter Richtung Perouge Cité Médiévale, eine mittelalterliche Stadt, die wir kurz besichtigt haben. Wir haben ein Eis gegessen. Ja, sehr lecker. Sind kurz in die Kirche rein Ja, und nette kleine sind Kirche. dann wieder aufgebrochen. Ja. Bis hierher. Und heute, eigentlich wollten wir ja Richtung Vogesen. Die Strecke oberhalb von Schweiz sieht ziemlich verregnet aus für die nächsten Tage. Ja. Also fahren wir unten rum. Das heißt, heute geht es erstmal über Chambéry in die Westalpen rein. Wir haben ein paar Cols vor uns, machen dann also irgendwie ungefähr 270 Kilometer, übernachten dann auf der französischen Seite in Saint-Avre, kurz vor dem Col de Madeleine. Wie man hört, sind wir schon auf dem Rückweg. Noch kein Grund zur Trauer, noch sind wir unterwegs. Wir machen uns einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr auch. Macht's gut. Aua. Von Bourg-en-Bresse geht es erstmal weitestgehend über flaches Land, über die Ain, dann Richtung Westen, folgend über dem Albertintal, über die Rhone. Man sieht schon den Lac de Bourget und den Bergrücken der Lepine-Kette. Den überqueren wir beim Col de Lepine mit toller Sicht auf Chambéry. Dann geht es rechts am Tal entlang über den Col de Granier, weiter gegenüber über den Col de Grand Cocheron und dann an der Argue entlang nach Saint-Èvre. Ja, es ist ein bisschen chaotisch. Also zweispurige Kreisverkehre. Ja, normalerweise die Regel ist, du fährst auf der äußeren Spur gleich, wenn du nächste raus musst und geradeaus. Und wenn du 9 Uhr, also 3/4 rumfährst, dann kannst du den inneren Kreis nehmen. Zumindest war das in Irland so. Wir sind jetzt auf der D23 Richtung Chambéry und das Wetter hat sich aufgeklärt. Wir haben jetzt schon 22 Grad. Vorher waren ein bisschen dunkle Wolken, sind jetzt aber weggezogen. Sieht alles in allem jetzt gut aus und Tempo 30 Front. Wir sehen immer noch den Radweg durch l'Ain, durch das Departement. Sind jetzt auf die D81A gewechselt. Sind hier links weiter an der D81. Jetzt kommen wir hier wirklich hier sehr kleine Dörfchen rausgesucht, aber eine sehr schöne Strecke, muss man sagen. Malerisch. So. Eine Brücke über einen namenlosen Fluss. Oh, der aber sehr breit ist. Schau mal, wow. Wir fahren hier links. Los geht's. So, genau, hier runter. Wow. Also irgendwie ist halt das Fahren besonders schön, finde ich. Es ist so, es hat 23 Grad, Sonne scheint, überall grün, die Berge vor der Nase, wenig Verkehr. Guck mal, Berge. Ja, und die Strecke vor uns auf der Karte hat auch die eine oder andere Kurve. Cool, das sieht doch super aus. Ja, und für die Records ist die D11 Richtung D12. Da steht schon wieder Split dran, aber ich sehe noch keinen. Drei Minuten länger, auch gerne. Da hinten ganz schöne Quellwolken. Gerade sieht über uns auch ein
Bisschen schwarz, aber nicht schlimm. Col de la Berge. Ja, hier gerade angeschrieben. Ich glaube, den hatte ich gestern auch gesehen. Der war aber nicht so sonderlich hoch. Das waren irgendwie, weiß nicht, knappe 1000 Meter oder so. Also wir fahren jetzt einfach statt über den Berg links rüber, fahren wir jetzt unten im Tal lang. An dem Flüsschen oder Bach, was hier durchfließt. Sehr schön hier. Albarin, wenn ich das richtig gelesen habe. Le Grand Café. Ist da ein Tisch frei? Da drüben ist auch noch einer. Le Petit. Vergisst? Ne, Bar? Nö. Na, wie die Mittagessen jetzt? 11:30 meinst du? Schau mal, aber hier Kunst wird hier groß geschrieben. Die Häuser waren schön bemalt. Ein paar von denen, die scheinen hier ein oder mehrere engagierte Künstler zu haben. Die 94. Ah, das wird schon nach Coburg vorne, Schatz. Oh ja. Unberührte Natur, Ruhe, bis wir kamen. Aber wir sind ja auch gleich wieder weg. Schau, wie schön der Asphalt ist. Also kein Gegenverkehr, Straße ist top. Rechts, ja genau. Man merkt es an der Temperaturanzeige wenig, 22 Grad, aber im Gesicht merkt man, dass es kühler ist. Wir sind allerdings auch auf 850 Meter. Dafür, dass es dir nicht gefällt, bist du ganz schön weit vorne. Wie gefällt dir schon? Jetzt ein kleines Dorfcafé in Préveilleux. Da haben sie die Buchstaben ausgewürfelt, glaube ich, die sie hier für den Dorfnamen genommen haben. Also es war jetzt eine schöne Strecke, diese D32 hier, oder? Kommen noch 3 oder 4, die ich offiziell auf der Route gesehen habe gestern. Vielleicht habe ich welche übersehen. Oh, deine steht schön im Schatten. Hast du gut gemacht. Wir haben so einen kleinen Pavillon ganz von so alleine. Raucherpavillon. Da bloß nichts Rauchen auf, sonst Dürfen wir kriegen nicht wir mehr nicht in den mehr Pavillon. solche schönen Plätzchen haben. Deux cafés au lait grand Ja. et deux cocktails maison. Das war jetzt echt ganz nett. Ja, wir sind jetzt in Condon, ganz knapp an einem einprägsamen Namen vorbei. Zurück auf die D1504 Richtung Chambéry, steht auch schon dran mit 40 Kilometern. Die Wolken haben sich da auf der rechten Seite eingehängt gehabt. Die bleiben jetzt alle hier an den Bergen hängen. Ha! Bleibt mal schön, wo ihr seid. Wir fahren nämlich dahin. Ja, leider kann ich es jetzt nicht lesen, an welchem Fluss wir lang fahren, aber es ist kein kleiner Fluss. Vielleicht sehen wir es ja noch irgendwo angeschrieben. Oh, das sah auch nett aus, neben uns die Radwege werden durch den felsgeschlagenen Tunnel geführt. Ja, also das Wasser ist ein bisschen grünalgig. Das sieht nicht so super aus, aber hier
einladender Platz zum Picknicken. Ja, hier am Hang auf der D37. Vor uns ein offenbar einheimischer Fahrer, dessen sportliche Ambitionen wir gerade geweckt haben. Der hat vorher sehr gemütlich getan und hat jetzt doch mal irgendwie ein paar PS ausgepackt und zeigt uns jetzt mal, wo der Hammer hängt. Oh, schön. Wow. Kurz Badehose rausholen. Leron. Ja, das sind schon die Motorradfahrer, die abgehetzten hier vom Koll runter. Das riecht auch ganz süß nach Blüten. Ja, kommt aus dem Schauen gar nicht raus hier. Weiter auf der D41. Links geht's nach oben. Hier geht's nach oben. Das hat uns doch irgendwie gefehlt die letzten Tage, oder? So hier mal so einen schönen Bergpass. Also hier liegt bestimmt auch Zeugs immer wieder mal rum, wo sie die Baumstämme auf die LKWs laden. Ein bisschen aufpassen. Eine zauberhafte kleine Forststraße hier. Wow. Auf jeden Fall ein Gebiet für Wanderer hier. Okay, sehr schön. Haben wir den schon abgehakt? Rendezvous du Col de l'Épine. Auch eine witzige Alternative zum Motorrad hier drüben. Es war ein wirklich schöner Aussichtspunkt, auf Chambéry zu schauen. Und links der Lac de Boucher oder so ähnlich. Und der Transporter hier wartet auch schon auf uns. Passt schon, alles gut. Ja, aber die Autos haben sich da alle oben auf der letzten Gerade verkeilt. Ist alles wieder frei hier. Genau, jetzt machen wir ein bisschen einen Bogen um Chambéry. Fahren da nicht durch. Er sagt hier halt Äpfel zu verkaufen. Col de Granier, ja. Hier ist der Col de Granier. Das sieht ja interessant aus, so. Col de Granier. Ein kleiner Collier. Wir müssen hier links runter. Berg Chaussee. Département de l'Isère. Ja, das war jetzt echt nicht nett. Also hier auf Abfahrt, letzte Kurve, nach der letzten Kurve waren großflächig Flächen gesplittet und zwar richtig lose gesplittet. Man hat das Vorderrad echt gut versetzt, ohne Ankündigung. Und das Motorrad, das uns entgegengekommen ist, kein Handzeichen, kein nix. Das war jetzt ein bisschen arschig. Département de la Savoie stand da jetzt dran. Das ist dieser Bourges. Er will da links rüber. Ah, der Coverfahrer auch. So, das ist tatsächlich aber auch der letzte Col für heute, den ich hier auf der Liste habe.
Col de Cochette. Arrivé. Ein lustiger Col. Col de Chamblanc. So, einmal noch um die Ecke. Ist wieder Gravelance angesagt. Ui ja. Ah yeah. Einmal abhaken. Ich hoffe, die haben nicht den ganzen Weg nach unten gekiest. So, und die Gravelance auch schon wieder ein Ende. Ist doch gut. Ah, doch nicht. Da sind sie wieder. Col de Grand Cocheron auf 1200 Meter. Also sind wir praktisch gerade über den Berg. Also hier unten ist es relativ warm, 27 Grad. Hatten jetzt gerade ein paar schöne Bergüberfahrten, weniger als 2 Kilometer. Kreisverkehr vorne, schon sind wir da. Da oben ist es. Okay, also wir haben schon. Ja, da wo ich reingefahren bin. Es gibt sogar eine Garage. As a kid